Ich glaube, dass mittlerweile so ist, dass die Wirtschaft das Thema nachhaltige Energieversorgung mindestens genauso treibt wie die Politik. Da war Paris sehr interessant, weißt du, dieses COP21-Meeting. Vorher hieß es immer, die Politik macht nichts, weil die Wirtschaft dagegen ist. Ne? Kennst du diese Bilder? Gehört, ja. Das ist ja, wenn man, frag mal Frau Figueras, das ist diese UN-Verantwortliche für das Thema Klimaschutz, die sitzt in Bonn übrigens, eine total interessante Frau. Die hat im Wesentlichen gesagt, dass die Politik sich jetzt bewegt, weil die Wirtschaft sie treibt. Zum ersten Mal in unserer Geschichte hat die Wirtschaft verstanden, dass du mit fossilen Brennstoffen nachhaltig die Welt nicht mehr managen kannst. Das heißt, das hat sich gedreht und deswegen glaube ich, dass sich so leicht das Ding nicht mehr zurück. Die Frage ist nur noch, mit welcher Geschwindigkeit machen wir das, nicht mehr ob. Und ob diese Geschwindigkeit ausreicht und dem einen geht es zu schnell und dem anderen geht es zu langweilig. Aber die Richtung ist eindeutig. Ich bin so ein Teil von so einer Gruppe, die heißt das B-Team. Da sind so ein paar verrückte Unternehmer und zum Teil auch Politiker, sogenannte Weltverbesserer, sage ich immer. Die möchten gerne das Thema einer nachhaltigen Wirtschaft nach vorne treiben. Und wenn du dich mit den Themen im Detail beschäftigst, stellst du fest, Nachhaltigkeit ist kein Widerspruch zu Wachstum, sondern im Gegenteil. Im Gegenteil, zum ersten Mal können wir empirisch nachweisen, dass Unternehmen, die sich nachhaltig aufstellen, es gibt Unternehmen wie Unilever, der Richard Branson macht das, da kannst du in den Zahlen sehen, dass es sich lohnt, nachhaltig zu wirtschaften. Und das ist, glaube ich, ein Zug, der immer jetzt in die gleiche Richtung fährt. Also bin da vielleicht zu sehr Optimist. Natürlich am Rande müssen wir aufpassen, dass wir das Richtige tun. Und meine Sorge liegt vor allen Dingen in den Entwicklungsländern, die sagen, alle Anforderungen, die ihr stellt ihr uns jetzt, nachdem ihr die ganze Welt schon versifft habt. Das ist das eigentliche Problem. Als ich ein kleines Kind war, ich bin ja in Köln aufgewachsen, durfte ich nicht im Rhein schwimmen. Weil der war damals so verdreckt mit Chemikalien, die kamen alle aus den Schweizer Chemiekonzernen und den anderen, dass es keine Fische gab, es gab nichts mehr und mein Vater hat mir streng verboten, aus gesundheitlichen Gründen zu schwimmen. Heute gibt es wieder Lachse im Rhein. Wir haben das also über 35 Jahre aufgeräumt. Jetzt können wir natürlich uns fett zurücklegen und sagen, mach mal schön einen auf Umweltschutz, nachdem wir sozusagen das alles versifft und aufgeräumt haben. Es gibt viele Freunde, die ich habe in Indien oder in anderen Ländern, sagen, ist ja wunderbar, dass ihr uns jetzt Vorschriften machen wollt, keine Kohlekraftwerke zu haben, keine Ölkraftwerke. Unsere Leute brauchen aber Arbeit, die brauchen Wirtschaftswachstum und wir werden uns dann um Nachhaltigkeit kümmern, wenn wir auch mal durch die Phase durchgelaufen sind wie ihr. Das heißt, für mich ist die wesentliche Aufgabe, wie können wir sicherstellen, dass die Fehler, die wir gemacht haben, in Köln am Rhein, ja, und den ganzen Dreck verarbeitet haben, 30 Jahre, dass die nicht machen. Praktisches Beispiel, möglichst preiswerte Energie hinzubekommen für möglichst saubere Gaskraftwerke und Gas statt Kohle versuchen produktiv zu machen, Gasturbinen preiswert anzubieten oder Wasser zu säubern oder andere Abwässerstrukturen zu schaffen, was sehr wichtig ist. Du brauchst dabei in Entwicklungsländern dramatisch preiswertere Technologie, als wir uns die hier im Westen leisten können. Und da müssen wir jetzt investieren und sagen, also wie helfen wir Indien zu wachsen, ohne die Welt zu versiffen? Wie helfen wir China zu wachsen, ohne die Welt zu versiffen? Das ist das, was wir jetzt angehen müssen.